Wir wünschen euch einen frohen zweiten Advent. Ja, natürlich im Kreise der Familie. Also an Heiligabend gibt es schönes Essen, danach Bescherung und auch die Weihnachtsfeiertage stehen dann ganz im Zeichen der Familie. Ja, ist ähnlich wie beim Jan, also auch, denke ich mal, dass ich von Heiligabend an die ganze Zeit bei meiner Familie sein werde. An Heiligabend werden wir wahrscheinlich nach Neuss fahren zu meiner Oma und da dann gemeinsam essen. Und die anderen Weihnachtsfeiertage dann in Köln bei meiner Mama zu Hause. Ja, an Heiligabend ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen, aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, da warten natürlich dann die Gänse und die Braten. Ja, an Heiligabend haben wir eigentlich gar nichts Spezielles, wo ich jetzt sage, das haben wir jedes Jahr. Aber die anderen Weihnachtsfeiertage, ähnlich wie bei Jan dann auch, eben die Gans und andere Braten, die es so gibt. Jetzt keine bestimmte Tradition, aber ich glaube, bei uns ist es ein bisschen anders, weil die Bescherung dann erst am ersten Weihnachtstag quasi am Morgen stattfindet. Nach dem Motto, der Weihnachtsmann kam eben in der Nacht auf den 25. und hat die Geschenke unter den Baum gestellt. Das war schon so, seit ich noch selber ein kleiner Junge war und das haben wir uns so beibehalten. Nein, speziell nichts. Wir haben uns aber angewöhnt, dass wir die Bescherung ein bisschen aufpeppen, indem wir würfeln und nur bei einer bestimmten Zahl man vorgehen darf und dann natürlich immer ein Geschenk auswählt, was nicht für sich ist. Fürs neue Jahr, ja, viel Freude bei den Spielen und das Allerwichtigste, Gesundheit. Also das steht trotz allem sportlichen Ehrgeiz immer über allem und deswegen von mir auch nochmal an die Fans, vor allem Gesundheit und dann, dass wir alle zusammen oft feiern können. Ja, ebenso, dass sie halt gesund bleiben, dass sie schöne Feiertage mit der Familie verbringen können und noch hoffentlich sehr viele schöne Spiele hier bei uns im Stadion. Es gab natürlich mal das ein oder andere Geschenk, was man sich jetzt nicht so unbedingt gewünscht hat, wo man ein bisschen Freude vortäuschen musste, wie wenn man als kleiner Junge vielleicht ein Buch über Philosophie geschenkt bekommen hat. Einfach, ja, hat man sich hingestellt, so getan, als würde man sich unendlich darüber freuen, weil es war ja nicht gemeint. Aber was richtig Kurioses war, glaube ich, noch nicht dabei. Ja, kurios würde ich es nicht nennen, aber das Geschenk, über das ich mich am wenigsten gefreut habe, war Stöfchen, ein Teeset von meiner Oma. Und ich bin jetzt kein passionierter Teetrinker und mit Anfang 20 noch weniger. Von daher war da mein Gesicht schon ziemlich lang. Dem Danny, ja sofort, Stöfchen kann man immer, ein guter Tee jetzt in der kalten Jahreszeit, das ist besonders wichtig. Und der Danny soll ja gesund bleiben, wir brauchen ihn ja, deswegen gibt es da auf jeden Fall, wird es da Stöfchen geben. Ja gut, das tolle Teeset ist ja jetzt leider schon weg. Ja, vielleicht finde ich bis dahin etwas, was ähnlich schön ist und worüber er sich wahrscheinlich ähnlich freuen wird. Vielleicht eine neue Tasse. Tasse. Für heiße Milch mit Honig, das wäre gut. Ja, das wäre super, oder? Also, mag ich besonders gut, da schlafe ich gut danach. Ja doch, dann hätten wir das auch geklärt. Komm, verzieh dich schön. Verzieh dich. Also wir machen. Leise sein. Wollen wir es jetzt?